Viele denken, Vietnam ist extrem billig. Andere sagen inzwischen, Saigon wird immer teurer. Laut verschiedenen Cost-of-Living-Vergleichen ist das Leben hier bis zu 60% günstiger als in vielen westlichen Ländern. Aber stimmt das wirklich? Ich habe einen Monat hier verbracht, meine Ausgaben genau mitgeschrieben und einige Preise haben mich ehrlich gesagt überrascht. Von Apartments für ein paar 100 € bis zu Streetfood für unter 2 €. Am Ende des Videos zeige ich euch, wie viel ein Monat in Ho Chi Minh City wirklich kostet. Der größte Kostenpunkt ist fast immer die Unterkunft und das war bei uns genauso. In Ho Chi Minh City zahlt man je nach Lage und Komfort etwa 300 bis 600 € im Monat und dafür bekommt man schon was sehr, sehr Schönes. Zentral in District 1 zahlt ihr schon ein bisschen mehr, aber zum Beispiel in District 3 oder Binh Thanh zahlt ihr etwa 20 bis 30% weniger bei kaum mehr Fahrzeit. Wer über Airbnb kurzfristig bucht, zahlt deutlich mehr. Wer vor Ort mietet und einen langfristigen Vertrag abschließt, hat deutlich bessere Konditionen. Einfache Regel, je länger ihr bleibt, desto günstiger wird es. Wir haben schon öfters erwähnt, dass in Asien die Preise über Agoda meistens am besten sind, aber wenn ihr wirklich vorhabt, lange in Vietnam zu bleiben, empfehlen wir euch auf jeden Fall auch in Facebook-Gruppen nachzuschauen. Hier werden relativ viele Wohnungen gepostet und ihr könnt meistens noch verhandeln. Neben der Miete müssen wir natürlich auch noch Nebenkosten zahlen, wie zum Beispiel Strom, Wasser und Internet. Unterm Strich kommen wir also bei 350 bis 650 alleine fürs Wohnen raus. Das ist aber wirklich ein ziemlich guter Preis, wenn man bedenkt, was man bekommt und dann noch in einer so großen und tollen Stadt. Der nächste Punkt ist Transport und hier ist Vietnam wirklich extremst günstig. Die meisten mieten sich von Anfang an einen Roller, das kostet ungefähr 30 bis 40 € im Monat und falls ihr sehr, sehr lange bleibt, könnte es sich auch lohnen, einen Roller direkt zu kaufen. Für 400 bis 500 € bekommt ihr schon ein ziemlich gutes Motorrad. Der Vorteil ist, dass ihr hier keine monatlichen Kosten mehr habt und relativ flexibel seid. Viele verkaufen dann ihr Motorrad einfach, wenn sie Vietnam wieder verlassen. Und falls ihr nicht selber fahren wollt oder könnt ihr natürlich auch mit Grab oder Seng fahren. Das ist genau wie Uber hier in Vietnam. Eine Sache, die viele am Anfang unterschätzen, ist das Internet. Ohne Internet seid ihr in Vietnam komplett verloren. Kein Übersetzer, kein Grab, kein Google Maps. Aber zum Glück ist das hier extremst günstig. Eine lokale SIM bekommt ihr schon für 5 € im Monat mit mehr als genug Daten. Viele holen sich die SIM einfach direkt am Flughafen oder in einen Handyshop in der Stadt. Danach funktioniert alles sofort. Wenn ihr ehrliche Reisetipps und echte Erfahrung vor Ort sucht, auch mit Dingen, die nicht so perfekt sind, lasst uns doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Wir bringen jede Woche ein neues Video raus und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Eine Sache, die ihr natürlich auch einplanen solltet, ist das Vietnam-Visum. Das E-Visum kostet aktuell knapp 22 € und gilt für 90 Tage. Wenn ihr bis zu 45 Tagen bleibt, braucht ihr natürlich kein Visum. Essen ist einer der Hauptgründe, warum Vietnam so beliebt ist. Es ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch extremst günstig. Die meisten vietnamesischen Gerichte kosten so 2 bis 3 € pro Mahlzeit. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Cơm Tấm. Das ist Reis mit Schweinefleisch und Ei und das kostet gerade mal 2 €. Deshalb essen viele auch draußen und kochen nicht selbst, weil es oft sogar günstiger ist. Wenn ihr trotzdem selber kochen wollt, sind lokale Märkte super günstig. Für ungefähr 5 bis 10 € bekommt ihr Obst und Gemüse für mehrere Tage. Ein realistisches Monatsbudget für Essen liegt bei ungefähr 200 €, wenn ihr Streetfood esst und gelegentlich kocht. Wichtig zu wissen ist, dass westliches Essen deutlich teurer ist. Pizza, Burger und Brunch kosten locker 3 bis 4 Mal so viel wie vietnamesisches Essen. Ein Teil des Alltags in Vietnam ist natürlich auch der Kaffee. Der ist nicht nur extrem stark, sondern auch extrem günstig. Ein normaler Kaffee kostet ungefähr 1 € und Fruchtsäfte und Smoothies bekommt ihr sogar schon für 80 bis 90 Cent. Setzt euch am besten an so einen kleinen Straßenstand. Das sind die besten Spots, denn hier bekommt ihr die günstigsten Cafés und ein authentisches Erlebnis. Ein paar kleine Alltagskosten kommen natürlich auch noch dazu, wie zum Beispiel Wäsche waschen. Es gibt überall Laundry-Shops. Für ein paar Euro könnt ihr eure Wäsche waschen, trocknen und falten lassen. Zudem kommen noch Dinge wie Wasserflaschen, Snacks und kleine Einkäufe dazu, die sich über den Monat ein bisschen summieren.
Man sollte auch wissen, dass das Leitungswasser in Vietnam nicht trinkbar ist. Das heißt, ihr müsst euch regelmäßig Wasserflaschen kaufen oder Wasserkanister. Die sind in Vietnam nicht teuer, aber sie gehören trotzdem zu den kleinen Kosten, die man einplanen sollte. Eine Sache, die viele komplett vergessen, sind Online-Abonnements, also Dinge wie zum Beispiel Netflix, YouTube Premium, Spotify und Co. Gerade wenn ihr remote arbeitet oder viel online unterwegs seid, kommen hier schnell ein paar monatliche Kosten hinzu. Das sind vielleicht keine riesigen Beträge, gehören aber trotzdem zum realen Budget dazu. Je nach Setup würde ich hier ungefähr mit 20 bis 50 Euro pro Monat rechnen. Auch Freizeit und Sport sind in Vietnam relativ günstig. Viele Parks haben kostenlose Trainingsgeräte oder Outdoor-Fitnessbereiche. Falls ihr lieber in einem Fitnessstudio trainiert, kostet hier eine Mitgliedschaft ungefähr 20 bis 30 Euro monatlich. Und selbst kleine Wellnessbehandlungen sind hier sehr günstig. Zum Beispiel eine Fußmassage kostet meistens nur so 6 bis 8 Euro. Auch Dinge wie Arztbesuche oder Friseur sind hier deutlich günstiger als in vielen westlichen Ländern. Ein Haarschnitt kostet nur wenige Euro. Ihr braucht keinen Termin, ihr müsst nicht warten, ihr könnt einfach reinspazieren. Und selbst Zahnarztbesuche sind hier erstaunlich günstig. Das sind zwar keine monatlichen Kosten, zeigt aber ganz gut, wie günstig Alltagskosten hier sein können. Natürlich gehört zum Leben in Ho Chi Minh City auch das Nachtleben. In lokalen Bars bekommt ihr Bier schon für unter 1 Euro und in westlichen Bars und Pubs kostet Bier ungefähr 2 bis 3 Euro. Wenn ihr regelmäßig ausgeht, solltet ihr hier ungefähr 100 bis 200 Euro pro Monat einrechnen. Wie viel kostet also ein Leben in Ho Chi Minh City wirklich? Wir haben damit gerechnet, dass wir für Unterkünfte 400 bis 600 Euro ausgeben. Für Nebenkosten 40 bis 60 Euro, für Transport 30 bis 50 Euro, für SIM und Internet ungefähr 5 bis 10 Euro, für Visum, also je nachdem, ob ihr eins braucht, 4 Euro, Essen ca. 200 Euro, Kaffee und Alltag 30 bis 50 Euro, Online-Abos ca. 20 bis 50 Euro, Friseur und Gesundheit 20 bis 40 Euro, Freizeit und Fitness 30 bis 50 Euro und das Nachtleben 100 bis 200 Euro. Das bedeutet, für ein komfortables Leben in Ho Chi Minh City zahlt man ungefähr 900 bis 1300 Euro pro Monat. Runtergerechnet wären wir also bei 30 bis 43 Euro pro Tag, wenn ihr einen Monat bleibt. Für alles andere, beste Reisezeit, bestes Viertel, bestes Essen, schaut euch gerne unser Ho Chi Minh City Travel Guide Video an.